Die importierten Pflegekräfte, ob aus Rumänien, Afrika oder Lateinamerika. Wir fliegen nach Argentinien, nach Peru, nach Namibia und nehmen dort Kontakt mit den Universitäten auf. Die haben gesagt, guck mal, wir haben ein Angebot für euch. Ihr könntet auch in Deutschland arbeiten, im Krankenhaus. Notfallkrankenhaus. Es braucht ungewöhnliche Wege, wenn es um die Personalnot geht. Da waren wir auch schon persönlich vor Ort, um uns vorzustellen und Interesse für unser Haus zu wecken. Wenn Pflegekräfte zum Luxus werden. Max zeigt, warum es ohne Vermittlungsagenturen in Kliniken nicht geht. Guten Tag, Frau Preisler. Ja, guten Tag, ich grüße Sie alle. Ich grüße Sie auch. Ich bin die Schwester Florina. Wie geht's Ihnen? Frau Preisler muss raus aus dem Bett. Mobilisierung nach einer Hüftoperation. Krankenpflegerin Florina Barkan unterstützt sie. Wie weit sind Sie gestern gelaufen? Ich habe mit der Frau Martin meine Runde gedreht. Die 32-Jährige arbeitet seit 2 Jahren im St. Vinzenz Krankenhaus in Hanau. In ihrem Heimatland Rumänien hat sie Pflegewissenschaften studiert. Anders als hierzulande ist die Krankenpflege in vielen Ländern ein Studium. Noch bevor sie ihr Examen in der Tasche hatte, kam das Jobangebot aus Deutschland. Und dann habe ich dieses Angebot bekommen von dieser Firma und dann habe ich gesagt, warum nicht? Das ist eine bessere Zukunft für mich, für meine Tochter. So mehrere Möglichkeiten professionell und beruflich, Weiterentwicklung. 10% an Personal fehlt es im St. Vinzenz Krankenhaus, heißt auch Betten bleiben leer. Also besser schnell handeln, bevor die Personalnot noch mehr Ausfälle beschert, hat sich die Pflegedirektorin gesagt und ist nach Rumänien gereist. Werben fürs eigene Haus. In Rumänien gibt es sehr große Pflegeschulen, wo wir dann Interessierte, die gerne in Deutschland arbeiten möchten, ansprechen. Und die lernen uns schon im Rahmen der Ausbildung kennen. Das hat den großen Vorteil, die Kolleginnen aus Rumänien und Kollegen kennen Hanau, sie kennen dann die Station. Die Bewerbungstouren mehr als erfolgreich. Inzwischen haben sie knapp 1/4 der Vollzeitstellen mit ausländischen Pflegekräften besetzt. Kein Personal in Sicht. So wie in Hanau sieht es in ganz Deutschland aus. Die Gewerkschaft ver.di schätzt die Zahl der offenen Stellen auf 80.000. Die Hans-Böckler-Stiftung kommt auf 100.000. Und das Statistische Bundesamt prognostiziert für 2030 einen Personalmangel von 500.000. Klarer wird es mit Blick auf den Arbeitsmarkt. Im Jahresdurchschnitt 2021 kamen auf 27.000 Jobangebote für Fachkräfte nur 9.000 qualifizierte Arbeitslose. Also wird importiert. Koste es, was es wolle. Die Kosten für jemand aus dem Ausland bewegen sich schon zwischen 12.000 und 20.000 Euro, weil die halt auch das Management und Sprachkurse vor Ort haben. Wobei der Investor hier auch noch ein Stück weiter geht. Die brauchen Begleitung auf Station. Die haben alle ein Fachexamen, das ist korrekt. Aber die Bedingungen und die Aufgaben sind pro Land unterschiedlich. Und da versuchen wir halt jetzt auch zu investieren, noch mit Unterricht, noch begleitende Sprachkurse. Unter dem Strich kommt eine Summe von 36.000 Euro zusammen. Geld, das die Kliniken selbst stemmen müssen. Inzwischen setzt das Hanauer Krankenhaus 5 Agenturen ein, um neues Personal zu rekrutieren. Einer dieser Personaldienstleister ist Talent Orange. In Neu-Isenburg wurde extra ein Campus für ausländische Pflegekräfte gebaut. Dominic Flores kam vor 3 Monaten aus Chile. Meine Familie ist ein bisschen traurig, dass ich nicht mehr da bin. Aber gleichzeitig sind sie sehr stolz auf mich. Gegen Heimweh hilft Telefonieren mit der Familie oder Freunden. Und dann heißt es immer wieder Deutschvokabeln pauken. Einen Bachelor in Krankenpflege hat sie schon in der Heimat gemacht. Weil ich habe schon in einem Krankenhaus in Chile gearbeitet, in einer Aufnahmestation. Ja, dann ich freue mich darauf, wieder in einer Notaufnahme oder in einer Intensivstation arbeiten.
Agenturchef Tilman Frank hat längst seinen Job als Mediziner aufgegeben und vermittelt nur noch Krankenhauspersonal. Rund 400 Krankenpflegerinnen und Pfleger sind es etwa jährlich. Wir betreuen die Kandidaten von Anfang an, also von dem ersten Kontakt im Heimatland, wo wir sie im Heimatland persönlich kennenlernen, über den gesamten Prozess. Wir begleiten sie bei den Behördengängen, gehen mit ihr zur Ausländerbehörde, gehen mit ihr zum Betriebsarzt und stellen den Arbeitgeber vor. Schüler und Schülerinnen aus Peru, Chile, Mexiko und Costa Rica lernen gerade Zellbiologie. Wer nicht schon einen Abschluss als Krankenpfleger hat, kann ihn bei Talent Orange erwerben. Dominique Flores, die einen qualifizierten Abschluss hat, weiß schon, wo sie in Zukunft arbeiten wird. Ich werde in Universitätsklinikum Düsseldorf arbeiten. Ja, in welcher genaue Station, weiß ich noch nicht. Florina Barkan hat es schon geschafft. Sie ist inzwischen fit für den Stationsalltag im St. Vinzenz Krankenhaus. Ohne sie und die vielen Tausenden ausländischer Pflegekräfte gäbe es in unseren Kliniken noch mehr Notstand.